Native Variablen in CSS oder wie sie offiziell heißen, Custom Properties. Ahoi beim WebDevLab. Heute geht es um CSS Custom Properties, was es mit Add Property auf sich hat und eine Besonderheit, nämlich wann Custom Properties ungültig sind. Mach die DevTools auf, starte deinen Editor, wir legen los. CSS Custom Properties. Du definierst eine Custom Property in CSS in irgendeinem Selektor, für den sie gelten soll. Soll sie überall gelten, nimmst du Root. Eine Custom Property beginnt immer mit 2 Bindestrichen. Die weitere Bezeichnung kannst du frei wählen. Nach einem Doppelpunkt folgt dann der zugewiesene Wert, also zum Beispiel TextColor Raute 300. Um diese Custom Property nun benutzen zu können, verwendest du die Funktion var und schreibst in Klammern den vorher vergebenen Namen. Beispielsweise zur Verwendung als Schriftfarbe color:var in Klammern TextColor. Du kannst Custom Properties im Prinzip für alles verwenden, was du sonst in einer CSS-Deklaration schreiben könntest. Schriftfamilien, Abstände, Textgrößen, Farben. Schwierig wird es, wenn du dann Animationen mit diesen Werten machen möchtest. Denn der Browser sieht deine Custom Properties lediglich als Text, erkennt nicht den Unterschied, wann etwas beispielsweise eine Farbdefinition ist. Das ist für den Browser aber wichtig, wenn er Zwischenwerte automatisch berechnen soll. Hier im Beispiel haben wir eine Box mit einer Hintergrundfarbe, die durch eine Custom Property definiert wird. Bei Hover soll die Custom Property mit einer anderen Farbe besetzt werden, bevor wir wieder beim Ursprungswert landen. Das ergibt dann einen pulsierenden Farbwechsel. Wenn man im aktuellen Zustand allerdings über dem Kasten hovert, dann gibt es lediglich einen harten Wechsel, wenn die Farbe bei 50% der Animationsdauer umspringt. Die Lösung dafür bringt uns zum nächsten Thema. Definierte Custom Properties mit Add Property. Du kannst dem Browser genauer mitteilen, um was für eine Custom Property es sich handelt, indem du sie vor dem ersten Gebrauch mit Add Property definierst. Unter Syntax gibst du an, um was für eine Art von Wert es sich handelt. In unserem Fall eine Farbe, also Color. Bei Inherits kannst du mit True oder False angeben, ob sich der Wert vererben soll. Bei Initial Value kannst du den ersten Wert angeben. Hier schreiben wir Rebecca Purple hin und können uns damit die erste Definition im Diff sparen. Das war's auch schon, was wir tun müssen. Beim Hovern über dem Kasten kann der Browser nun die Zwischenwerte der Farben selbst berechnen. Wann sind Custom Properties ungültig? Schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Die Custom Property wurde hier nicht im Sinne der Verwendung definiert. Statt einer Schriftgröße ist der Hexwert für schwarz hinterlegt. Man würde erwarten, dass die zweite Font-Size-Deklaration als ungültig angesehen wird und die erste greift, sodass für diesen Absatz 14 Pixel Schriftgröße gelten. Aber so ist es nicht. Der Browser durchläuft verschiedene Stufen, um den tatsächlichen Wert einer CSS-Deklaration zu ermitteln. Beispielsweise, ob der Wert durch die Kaskade nochmal verändert wird oder ob bei Farben ein Keyword wie Black hinterlegt ist, das später für den Browser in die etwas technischere Bezeichnung RGB 000 gewandelt wird. Diese Stufe nennt sich Computed Value und du findest ihr Ergebnis auch in den DevTools im Tab Computed bzw. berechnet wieder. Insgesamt gibt es die Stufen Declared Value, Cascaded Value, Specified Value, Computed Value, Used Value und Actual Value. Aber da liegt auch schon die Ursache des Problems von oben. Die Kaskade wird beachtet, bevor der Wert berechnet wird. Das heißt, der Browser sieht hier zweimal Font Size und 14 Pixel ist ein valider Wert, genauso wie var Font Size valide ist. Gibt es aber zweimal dieselbe valide definierte CSS-Eigenschaft, dann gewinnt die letztgenannte. Der Browser beachtet also nur noch Font Size var in Klammern Font Size nach der Kaskadenstufe und erst beim Computed Value wird die Variable aufgelöst. Hier stellt sich dann heraus, dass Font Size Raute 000 invalide ist. Damit haben wir auf dem p-Tag keine definierte Schriftgröße mehr. Es gibt ja aber auch noch Fallback-Werte für Custom Properties. Wie verhält es sich denn da? Fallback. Eine Custom Property kann auch direkt einen Fallback-Wert haben. Das schreibt man in unserem Schriftgrößenbeispiel so, dass die var um einen zweiten Wert erweitert wird. In diesem Fall 22 Pixel. Statt eines festen Werts dürfte hier übrigens auch wieder eine andere Custom Property stehen. Tja, wie wir sehen, ändert sich dadurch leider nichts. In den DevTools des Firefox wird das ein bisschen deutlicher. Der streicht die 22 Pixel nämlich durch. Hintergrund ist auch wieder, dass die Custom Property Font Size ja existiert, weshalb der Fallback-Wert anscheinend nicht greifen braucht und die Erkenntnis, dass Raute 000 keine Schriftgröße ist, eben erst beim Computed Value kommt. Der Fallback-Wert würde zum Tragen kommen, wenn es die Custom Property gar nicht gäbe. Das ist auch ein hilfreiches Feature, nur eben leider nicht in diesem Fall. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Das nächste Video kommt raus, wenn es fertig ist und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonnier doch den Kanal. Bis dahin, Happy Coding und tschüss.